Also das ist für mich eigentlich so eine Grundausstattung, die für mich in jede ergotherapeutische Praxis oder in jede ergotherapeutische Behandlung mit Kindern gehört. Weil ich mit einem sehr einfachen Hilfsmittel einen sehr hohen Therapieeffekt erzielen kann. Hängematte für mich als Ergotherapeut eines meiner wichtigsten Arbeitsmittel, die ich auch einsetzen kann, um ein Kind in Bewegung zu bringen, um ein Kind vor allen Dingen das Gleichgewichtssystem oder Vestibularsystem, wie es in der Fachsprache heißt, einfach anzuregen. Zweite Geschichte ist aber auch, die meisten Kinder, die hierher kommen, die einen niedrigen Tonus haben, haben vor allen Dingen im Bereich der Halsmuskulatur einen niedrigen Tonus. Und in der Hängematte müssen sie ganz viel in dieser aufrechten Position sein. Und das stärkt letztendlich Rückenmuskulatur, Halsmuskulatur und vor allen Dingen auch diese Kopfstabilität, die Kinder ganz viel brauchen. Während meiner Berufstätigkeit habe ich halt immer nachgeschaut, welche Hängematten mir gefallen, welche ich qualitativ gut finde und welcher Platz hier ist da geschlossen, weil qualitativ, geruchsmäßig und von der Art und Weise, wie man sie anwenden konnte. Die haben teilweise 10 Jahre gehalten, ohne irgendwelche Probleme, also hervorragend. Ja, die hat einige, wie soll ich sagen, Spezialitäten. Das Wichtigste, worauf ich immer wieder geachtet habe, ist so, die normale Hängematte, die Kinder, wenn die in der Bauchlage sind, vor allen Dingen, wenn sie einen niedrigen Tonus haben, also eine niedrige Körperspannung, denen tut es meistens hier im Brustbereich schnell weh. Das heißt, der therapeutische Effekt ist nicht so groß, weil die Kinder nach einer kurzen Zeit sagen, mir tut's weh, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Die Moki-Therapie-Hängematte hat halt so eine bestimmte Einlage drin, sodass es aber weicher ist. Das heißt, Kinder können viel länger in der Hängematte auch in der Bauchlage liegen, ohne dass sie Schmerzen empfinden. Das ist mal ein ganz wichtiger Faktor. Der zweite wichtige Faktor ist, dass sie halt an der Seite keine Schnüre hat, wie die meisten Hängematten. Also da ist einfach die Gefahr, dass sich ein Kind irgendwie verletzen kann, wesentlich geringer. Irgendwie scheint dieses Schaukeln ein Glückshormon noch auszulösen. Dieses Gefühl von Freiheit, von Unbeschwertheit, ich bin ein Stück weit auch nicht mehr so gebunden an meinen Körper. Ich überwinde die Schwerkraft in einer Art und Weise, die ich sonst nicht überwinden kann. Und meine Erfahrung sagt, da wird wirklich ein Glückshormon ausgelöst. Ein Gefühl von Freiheit ein Stück weit, würde ich sagen. Ja. Da ich ja mit Kindern arbeite, brauche ich, um das Kind an den Ort zu bringen, dass es mir vertraut und dass es Dinge macht, die es normalerweise vermeiden würde, ein Element, mit dem ich das Kind quasi in diese Tätigkeit hineinbringe. Und der Spaßfaktor, jetzt gerade bei der Hängematte, das ist eigentlich der Key-Faktor für die ganze Geschichte. Das heißt, das Kind hat Spaß, es geht ihm gut, es fühlt sich toll in der Hängematte und dadurch ist es auch bereit, ein Stück weit Dinge auszuprobieren, die es normalerweise vermeiden würde, weil es ihm Angst macht, weil es die Erfahrung noch nicht hat, weil es das Gefühl hat, das kann ich eigentlich nicht. Und dieser Spaßfaktor ist letztendlich der Schlüssel, damit das Kind wirklich dabei bleibt. Und was ich in der Therapie brauche, ist, ich habe die Kinder 45 Minuten in der Woche. Das heißt, ich muss in den 45 Minuten einen extrem hohen Input fahren, damit das Kind lernt, damit der therapeutische Impuls auch wirklich wirkt. Und deswegen brauche ich den Spaßfaktor. Deswegen ist das Kind durch den Spaß letztendlich auch bereit, wirklich lange dran zu bleiben. Ich suche immer Möglichkeiten, den Eltern was an die Hand zu geben, was sie zu Hause mit ihren Kindern machen können, wie sie im Prinzip die Therapie fortsetzen können zu Hause, ohne dass es jetzt therapeutisch wird. Und eine Hängematte kann sich jeder zu Hause aufhängen. Ja, und Sie können sich nicht vorstellen, was für einen Mehrwert so eine Hängematte hat. Wenn wir unsere Umwelt anschauen, die wird immer bewegungsärmer. Das bedeutet, Kinder haben immer weniger Möglichkeiten, sich wirklich auszutoben, zu bewegen, was sie einfach brauchen. Das ist wie Futter für Kinder, das ist genauso wie Nahrung. Und diese Nahrung wird immer begrenzter. Habe ich aber eine Hängematte in meinem Kinderzimmer hängen, dann eröffne ich dem Kind sozusagen eine Bewegungswelt, eine ganz simple, einfache, aber extrem komplexe Bewegungswelt. Das heißt, das Kind hat viele Möglichkeiten, wirklich sich Bewegung zu Hause zu verschaffen. Meiner Ansicht nach sollte in jedem Haushalt, in dem
Kinder bis zu 10 Jahren sind, eine La Siesta Hängematte hängen. Eine sichere, gute Hängematte, mit der Kinder einfach wirklich Bewegungswelt in ihrem Zuhause haben. Das wäre mein Wunsch, meine Vision.